Artificial Intelligence. Code accepted. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends. Im Teil 2 meiner KI-Serie habe ich es schon durchblicken lassen. Google Maps lehrt den klassischen Routenplanern zunehmend das Fürchten. In kleinen Schritten, zumindest in Europa aufgrund der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, verbessern immer mehr innovative KI-Modelle in Google Maps die Routenoptimierungsalgorithmen. Die Integration von Google Gemini schreitet jetzt aber auch in Europa voran. Was in Deutschland erst seit wenigen Wochen verfügbar ist, ist in der USA einige Jahre erfolgreich im Einsatz. In diesem Video stelle ich eine neue Funktionalität von Google Maps vor, die im Zuge der steigenden Energiepreise für alle Motoristen und nicht nur für Wohnmobilfahrer relevant sein könnte. Google Maps ist als kostenloser Routenplaner und Navigator immer beliebter, und das obwohl die Tourenplanung speziell für Motorradfahrer oder die Offroad-Navigation bisher nur in wenigen Ländern verfügbar ist. Die Verarbeitung von Echtzeit-Verkehrsdaten, die hochwertigen Informationen zu POIs, die umfassende On- und Offline-Kartenabdeckung sowie die Integrationsmöglichkeiten mit Smartphones steigern enorm den Anwendernutzen. Kommen wir nun aber zum neuen Feature energiesparende Route der Google Maps iOS App in der aktuellsten Version 25.11.3 und schauen uns erst im Überblick an, wie prinzipiell der Routenalgorithmus hier arbeitet. Google hat einen neuen Algorithmus entwickelt, der eine Route von A nach B berechnet, die besonders energiesparend sein soll. Dabei werden nicht nur die Straßen berücksichtigt, sondern auch das Fahrverhalten, die aktuelle Verkehrs- und Wettersituation sowie die Antriebsart des Fahrzeuges. Ein Beispiel aus der Praxis. Stop-and-Go-Verkehr in der Stadt ist für Benziner nicht gerade kraftstoffsparend, auch wenn die Strecke vielleicht kürzer ist im Vergleich zu einer staufreien, aber benzinsparenden Umgehungsstraße. Hierbei spielt aber nicht nur das aktuelle Verkehrsaufkommen eine Rolle, sondern auch die Anzahl der Ampeln, die Steigungen und Stoppschilder etc. Google wertet die Echtzeitdaten und Erfahrungswerte zum Zeitpunkt der Routenplanung aus und schlägt eine kraftstoffsparende Route vor. Schauen wir uns das einmal auf dem iPhone an. Sobald du die Google Maps App aufgerufen hast, gehst du auf den unten rechts dargestellten Route planen Button und legst deinen Startpunkt und dein Ziel fest. Dann wählst du dein Fortbewegungsmittel, in dem Fall Auto, aus. Google Maps generiert sofort eine Route. Aktuell kannst du bei den Parametern nur die Optionen Mautstraßen, Autobahnen und Fähren vermeiden wählen. Wie bereits erwähnt, sind die Optionen für Motorradfahrer nur in wenigen Ländern zum Testen freigeschaltet. Wählst du nun die neue Option Verbrauchsarme Route bevorzugen und den Motortyp deines Fahrzeuges aus, dann versucht die KI, die energiesparendste Route zu berechnen. Bei einem Stromer natürlich anders als bei einem Verbrenner. Wenn man berücksichtigt, wie viel Daten da im Hintergrund in Echtzeit analysiert werden, dann ist das Ergebnis schon beachtlich. Wahrscheinlich ist das neue Feature jedoch aktuell noch eher etwas für Wohnmobilisten bei einem Verbrauch weit über 10 Liter Diesel auf 100 Kilometer als für Motorradfahrer geeignet. Man kann aber gut erkennen, wo der Weg hinführt. Mein Fazit möchte ich aus Sicht eines Motorradfahrers wie folgt zusammenfassen. Ich nutze die Option, wenn ich mit meiner Vogue 300 Rallye auch ohne zeitaufwendige Tankstopps Strecke machen möchte, und das ist bei einem 11-Liter-Tank schwieriger als mit der GS Adventure. Im letzten Urlaub habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass nicht immer die nächste Tankstelle die beste Wahl ist, wenn man auf Reserve fährt. Die Entscheidung, mit dem letzten Tropfen 5 Kilometer über Serpentinen zur nächsten Tankstelle zu fahren und nicht 20 Kilometer weiter auf der geraden Bundesstraße, hat sich als schlecht erwiesen. Nutzt man das Motorrad für die Fahrt zur täglichen Arbeit durch den Stadtverkehr, dann lässt sich mit der neuen Option einiges an Benzin sparen.
Generell richtet sich die neue Funktionalität doch eher an Autofahrer, denn ein Motorradfahrer sucht kurvenreiche, bergige Strecken, die im Allgemeinen weniger spritsparend sind. Aber das lässt sich auch bei den geringen Verbrauchswerten und hohen Reichweiten der Tourenmaschinen verkraften. Anders sieht es jedoch bei Elektromotorrädern aus, die aktuell noch eine sehr geringe Reichweite haben. Probier das neue Feature einfach mal aus und schreibe deine Erfahrungen in den Kommentar. Wenn dich meine Themen interessieren, dann lohnt sich, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Viele vergessen hier bei YouTube zu liken und zu abonnieren. Deswegen erinnere ich daran, weil nur dadurch die Erstellung von weiteren Videos auf dem Kanal gesichert ist. Vielen Dank und bis bald. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends.